Kennst du das? Dein Kopf sagt ganz klar, es ist vorbei, geh weiter. Aber dein Herz hält fest, als würde es an einem unsichtbaren Seil hängen, das zurückzieht. Du bist dir 100% sicher, was richtig wäre. Und doch fühlt sich alles schwer an. Es ist nicht so, dass du nicht stark genug wärst. Dein Herz funktioniert einfach anders. In diesem Video zeige ich dir in 3 Schritten, wie dein Herz sanft versteht, was dein Kopf schon lange weiß. Bleib unbedingt dran, denn wenn du diese innere Brücke baust, kannst du endlich frei werden. Schritt 1. Verstehe, warum dein Kopf weiter ist als dein Herz. Viele Menschen glauben, Loslassen sei wie ein Schalter, den man einfach umlegt. Heute ist es schwer, morgen ist es weg. Aber so arbeitet unsere Seele nicht. Vielleicht bist du gerade in einer Phase, in der dein Verstand klarer ist als je zuvor. Du hast verstanden, das tut mir nicht mehr gut. Es ist vorbei. Ich muss weiter. Und trotzdem gibt es da dieses leise Ziehen, fast wie ein Echo aus der Vergangenheit, das nicht verstummen will. Es ist, als würdest du mit einem Bein fest im Hier und Jetzt stehen, während das andere Bein noch in einem Raum steckt, in dem längst niemand mehr ist. Dieser Raum riecht noch nach alten Gefühlen, nach Hoffnungen, nach dem, was du dachtest, dass es für immer bleibt. Und manchmal fühlt es sich so an, als würdest du gegen dich selbst kämpfen. Kopf gegen Herz, Verstand gegen Sehnsucht. Aber weißt du was? Das ist kein Fehler. Und es bedeutet nicht, dass du schwach bist. Ganz im Gegenteil. Es zeigt, dass dein Herz lebt, dass es fühlen kann, dass es Erinnerungen trägt. Dein Kopf arbeitet wie ein Architekt. Er plant, analysiert, versteht. Er kann sagen, das passt nicht mehr, das ist vorbei. Aber dein Herz ist wie ein Garten. Du kannst nach einem schweren Sturm nicht von heute auf morgen einen neuen Baum wachsen lassen, nur weil du das jetzt willst. Es braucht Licht, Geduld, Zeit. Und manchmal braucht es, dass du dich einfach still daneben setzt und wartest. Vielleicht hast du versucht, den Schmerz wegzuschieben, ihn zu ignorieren, ihn klein zu reden. Doch das macht ihn nur lauter. Gefühle sind wie Nebel. Je mehr du versuchst, sie wegzublasen, desto dichter werden sie. Erst wenn du innehältst, atmest und einfach darin stehst, fängt der Nebel an, sich zu lichten. Und ich will, dass du weißt, du bist nicht kaputt, du bist nicht falsch. Dein Herz darf länger brauchen. Es bewegt sich nur in einem eigenen Rhythmus. Schritt 2. Dein Herz liebevoll sehen und annehmen. Loslassen ist oft kein Schlag mit dem Hammer, sondern ein Flüstern. Es ist selten ein klarer Schnitt. Viel öfters ist es ein Weg, auf dem wir langsam lernen, das Alte sanft abzulegen, wie ein Kleidungsstück, das wir nicht mehr brauchen. Dein Herz braucht keinen Befehl. Dein Herz ist kein Soldat, der einfach aufhört, wenn der Kopf es sagt. Dein Herz ist wie ein Kind, das sich an etwas klammert, das ihm Sicherheit gegeben hat. Vielleicht hält es ein altes Bild in der Hand, eine Erinnerung, eine Stimme, die sagt, hier war ich zu Hause.
Und was macht man mit einem Kind, das weint und sich festklammert? Du würdest es nicht anschreien. Du würdest nicht sagen, reiß dich zusammen, mach weiter. Nein, du würdest dich hinhocken, es in die Arme nehmen und sagen, ich sehe dich. Ich weiß, dass es schwer ist, aber wir schaffen das zusammen. Stell dir dein Herz wie ein Kind vor. Es ist nicht gegen dich. Es ist nur ein kleiner verletzlicher Teil von dir. Es ist vielleicht ängstlich, verwirrt oder traurig. Es hält noch an etwas fest, weil es glaubt, dort Schutz zu finden. Du musst es nicht drängen oder überreden. Du kannst dich einfach zu ihm hinunterbeugen, die Arme um es legen und es halten, ohne Worte, ohne es zu verändern. Einfach nur da sein. Manchmal ist das der erste Schritt des Loslassens. Nicht weglaufen, sondern bei sich selbst bleiben, bei diesem verletzlichen Teil, der nur Nähe und Wärme braucht. Schritt 3: Nimm dein Herz an die Hand. Ich möchte dich jetzt zu einer kleinen Übung einladen. Wenn du magst, lehne dich zurück, schließe die Augen und atme tief ein und aus. Lass alles los, was jetzt gerade nicht wichtig ist. Spüre den Boden unter dir. Stell dir vor, du stehst auf einem langen, hellen Weg. Hinter dir ist eine Tür. Diese Tür ist das, was dein Kopf längst hinter sich gelassen hat. Du weißt, dass es gut wäre, weiterzugehen. Doch wenn du dich umdrehst, siehst du dein Herz dort stehen. Und diesmal stell es dir als Kind vor. Ein kleines Kind, vielleicht 5 Jahre alt. Es ist barfuß. Es hat dieses eine, zerliebte Kuscheltier in den Händen. Ein Symbol für alles, was es kennt und was ihm einmal Wärme gegeben hat. Das Kind schaut die Tür an. Es möchte nicht loslassen. Nicht, weil es trotzig ist, sondern weil es Angst hat, etwas zu verlieren, das es liebt. Geh jetzt in Gedanken zu diesem kleinen Kind, deinem Herz. Es schaut dich mit großen, unsicheren Augen an. Vielleicht hält es noch an dieser Tür fest. Du gehst in die Hocke, öffnest deine Arme und ziehst es sanft an dich. Du spürst seinen kleinen Körper, wie er zittert, wie er festhält. Und du hältst es einfach nur. Du musst nichts sagen. Du musst nichts tun. Nur atmen und spüren, wie langsam etwas in euch beiden weich wird. Mit jedem Atemzug wird die Anspannung ein wenig weniger. Du merkst, dein Herz beruhigt sich, weil es fühlt, dass es gehalten wird, dass es nicht allein ist. Du hältst es, bis es von selbst bereit ist, deine Hand zu nehmen und weiterzugehen. Mit jedem Atemzug öffnet sich vor euch ein neuer Weg. Weit, hell, klar. Es ist kein Weg, auf dem du alles vergisst. Es ist ein Weg, auf dem du dich veränderst, auf dem du beginnst zu spüren: Ich muss nicht gegen mein Herz kämpfen.
Ich darf es mitnehmen. Sieh dich jetzt, wie du dein Herz sanft an der Hand nimmst. Nicht mit Zwang, nicht mit Druck, nur mit der Gewissheit, ich bin da. Wir werden das zusammen schaffen. Geht zusammen ein paar Schritte von der Tür weg. Spür, wie der Raum größer wird, wie Luft und Licht zurückkommen. Es ist hell, weit, ruhig. Kein Druck, keine Hektik. Nur ein weiter Weg voller Möglichkeiten. Dein Herz muss nicht sofort loslassen. Es reicht, dass ihr gemeinsam in die neue Richtung schaut und kleine Schritte geht. Mit jedem Atemzug wird die Tür kleiner, weiter weg. Der Raum vor euch wird größer, leichter. Du spürst, das Herz ist nicht mehr alleine. Du bist da. Und das macht den Unterschied. Bleib noch einen Moment in diesem Bild. Spüre, wie Frieden in dich hineinfließt. Wie das Kind, dein Herz, langsam aufatmet, weil es weiß, es wird von dir beschützt. Es darf vertrauen. Komme dann langsam wieder zurück in diesen Moment. Nimm einen tiefen Atemzug. Wenn du magst, bewege deine Hände, deine Schultern. Du musst nicht perfekt loslassen. Du musst nur jeden Tag ein kleines Stück weitergehen, in eine andere Richtung sehen. Kopf und Herz sind keine Gegner. Sie sind wie zwei Reisende, die manchmal unterschiedlich schnell laufen, aber immer wieder denselben Weg finden. Wenn du spürst, dass dich diese Übung berührt hat, dann schreib es mir in die Kommentare. Und wenn du mehr von meinen Videos sehen willst, abonniere den Kanal. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.